Hallo, ich heiße Alexander Werner und ich möchte euch in diesem Video meine künstlerische Diplomarbeit vorstellen. Es ist ein Brettspiel mit dem Namen Helionaut. In diesem Spiel geht es darum, dass bis zu 4 Spieler mit ihren Raumschiffen eine Reise zur Sonne unternehmen. Dabei kommandiert jeder Spieler über eine Schiffsbesatzung, die aus einem Menschen, einem Affen mit menschlicher Intelligenz und später auch aus mehreren Robotern zusammengesetzt ist. Was ist das Ziel des Spieles? Der Hintergrundgeschichte zufolge erschuf einst ein mächtiger Roboter 2 legendäre Technologien, mit denen man in die Sonne fliegen und einen Fusionsreaktor bauen konnte. Diese beiden Gegenstände ließ er auf unseren Nachbarplaneten Venus und Merkur zurück. Um das Spiel zu gewinnen, muss nun einer der Spieler besagte Gegenstände an sich bringen und dann in die Sonne fliegen. Nur mit dem Schutz dieser Technologien ist es überhaupt möglich, den gefährlichen Flug in die Sonne zu überleben und in ihrem Innern einen Fusionsreaktor für die Menschen auf der Erde zu bauen. Aber selbstverständlich versuchen auch die anderen Spieler, so schnell wie möglich an diese Technologien zu gelangen, um selbst der erste Helionaut zu werden. Achtung, Achtung, wir unterbrechen dieses Video für einen wichtigen Hinweis. Wie lande ich auf einem Planeten? Jeder Spieler hat eine eigene Konsole, welche die Schiffsinstrumente darstellt. Um auf einen Planeten landen zu können, lege ich mindestens eine Besatzungsfigur auf die Brücke, dadurch erhalte ich einmal die volle Zeit. Als nächstes ziehe ich eine Navigationskarte und schaue mir an, welche Zahl für meinen Planeten eingegeben werden muss. In diesem Fall ist es die 14, denn ich möchte auf der Erde landen. Dann drehe ich die Zeitzentrifuge und beginne mit dem Landevorgang. Zuerst wähle ich die Zahlenleiste aus, die mir am einfachsten erscheint, entweder ungerade oder gerade Zahlen. Wichtig ist, dass die Zahlenleiste, die nicht ausgewählt worden ist, gleich 0 gilt. Dann aktiviere ich oben auf der Konsole die Zahlen, die zusammengezählt die Zahl auf meiner Navigationskarte ergeben. Zum Beispiel 13 plus 1 ergibt 14 oder 11 plus 3 ergibt ebenfalls 14. Beides richtige Lösungen. Wenn ich die Zahl richtig eingegeben habe, noch bevor die Zeitzentrifuge zum Stillstand gekommen ist, bin ich erfolgreich gelandet. Wie hacke ich einen Schiffscomputer? Wenn sich mein Schiff im selben Sektor aufhält wie das Schiff meines Mitspielers, darf ich versuchen, seinen Schiffscomputer zu hacken, damit mir sein Schiff einen Gegenstand rüberschickt. Jeder Spieler besitzt eine geheime Farbkombination, die für diesen Zweck geknackt werden muss. Zuerst muss ich mindestens ein Besatzungsmitglied, auf die Computerzentrale legen, damit ich die Kombination des Mitspielers einmal erraten darf. Dann gebe ich auf meiner Konsole die Farbkombination ein, die mir richtig erscheint, und frage den Mitspieler, ob diese mit der echten Kombination zusammenfällt. Wenn ich erfolgreich bin, habe ich nun die Wahl. Ich darf alle Artefakte von seinem Schiff stehlen, oder ich darf einen Roboter mitgehen lassen, oder wenn ich möchte, kann ich auch stattdessen sein Schiff beschädigen. Wie funktioniert eine typische Runde im Spiel Helionaut? Das möchte ich anhand eines Beispiels erklären. Der rote und der grüne Spieler befinden sich beide im Orbit um den Planeten Venus und möchten landen, um jeweils den Roboter und das erste wichtige Artefakt im Spiel an sich zu nehmen. Der rote Spieler, und das bin in diesem Fall ich, ist allerdings zuerst dran. Ich ziehe eine Ereigniskarte, weil ich mich immer noch im offenen Weltraum befinde und da kann allerhand passieren. Mein Schiff kreuzt die Bahn eines großen Kometen. Sein gefrorener Partikelschweif verkrustet die Schalter 9, 11 und 13, entferne sie. Ich muss also die Schalter 9, 11 und 13 von meiner Konsole entfernen. Das bedeutet, dass die Landung, die ich jetzt auf dem Planeten Venus vorhabe, komplizierter sein könnte, je nachdem, was für eine Navigationskarte ich ziehen werde. Als erstes verteile ich die Besatzung auf dem Schiff. Dazu lege ich den Menschen auf die Brücke und setze den Affen ins Labor. Dadurch kann ich zum einen auf dem Planeten Venus landen und zum anderen kann ich in dieser Runde eine neue Technologiekarte ziehen, die mir im weiteren Spielverlauf noch hilfreich sein wird.
Um zu landen, nehme ich jetzt eine Navigationskarte und schaue mir an, welche Zahl ich auf der Konsole eingeben muss. Es ist die Zahl 25 für die Venus. Dann drehe ich die Zeitzentrifuge, um die Landung einzuleiten. Ich wähle auf meiner Konsole die ungerade Zahlenleiste. Das heißt, dass jetzt nur die ungeraden Zahlen gelten und die geraden Zahlen als 0 zählen. Dann aktiviere ich die Zahlen 15, 7 und 3, was zusammengezählt 25 ergibt. Ich bin also erfolgreich auf dem Planeten Venus gelandet, darf jetzt mein Schiff auf den Planeten setzen und den Roboter sowie dieses wichtige Artefakt an mich nehmen. Der Roboter wird gleich als erstes im Maschinenraum eingesetzt, damit er mir den kaputten Schalter auf der Konsole repariert. Ich wähle den Schalter 13. Als letztes ziehe ich dann noch eine Technologiekarte, denn mein Affe ist ja im Labor beschäftigt. Und siehe da, es ist ein Navigationsprogramm. Es zählt wie ein Crewmitglied auf der Brücke und wird mir also beim Start in der nächsten Runde von der Venus hilfreich sein. Meine Runde ist jetzt zu Ende als roter Spieler. Nehmen wir an, dass der grüne Spieler in seiner Runde ebenfalls erfolgreich auf der Venus gelandet ist und versucht, mir dieses Artefakt, das ich gerade erworben habe, zu stehlen. Dafür hat er seinen Menschen auf die Computerzentrale gesetzt und seinen neu erworbenen Roboter ebenfalls. Dadurch hat er 2 Versuche, meinen geheimen Farbcode zu erraten. Und mein Schiffscode lautet in diesem Fall Rot-Gelb, Rot-Gelb. Nehmen wir an, dass er beim ersten Versuch eingibt Gelb, Gelb, Rot, Rot. Und dann muss ich ihm sagen, nein, das stimmt nicht. Dann überlegt er sich und gibt auf seiner Konsole zu meinem Unglück den richtigen Code ein, Rot, Gelb, Rot, Gelb. Dadurch hat er meinen Schiffscomputer geknackt und darf dieses wichtige Artefakt jetzt an sich nehmen. Nach diesem Prinzip funktioniert das Spiel dann weiter, bis einer der Spieler beide wichtige Artefakte an sich genommen hat und mit ihnen in die Sonne hineingeflogen ist. Soweit ein kurzer Einblick in das Spielsystem meines Brettspieles Helionaut. Ich hoffe, dass euch einige Aspekte daran gefallen haben und ich würde mich freuen, diese Spielidee mit jemandem weiterzuentwickeln, der sie vielleicht sogar auf den Brettspielmarkt bringen möchte.